Das RTS-Franchise scheint nach jahrelanger Durststrecke endlich wieder an Relevanz zu gewinnen, und es liegt nicht nur am neu entfachten Age of Empires Support oder am in Kürze erscheinenden Tempest Rising. Es gibt aber auch einige Perlen der Echtzeitstrategie, welche ihr völlig kostenlos herunterladen könnt und dann damit garantiert viele 100 Stunden Spaß haben werdet. 8 dieser Titel, die ihr unbedingt gespielt haben solltet, möchte ich euch daher in diesem Video vorstellen. Mit Battleforge erschuf EA Phenomic unter der Leitung von Altmeister Volker Wertig im Jahr 2009 ein beachtliches RTS-Brett, in welchem ihr euch mit Kartendecks statt Basenbau eine eigene Armee auf dem Schlachtfeld zusammenstellen durftet. Der Titel war sowohl kurios als auch einzigartig und dementsprechend unter Fans extrem beliebt. Leider wurde das Spiel relativ schnell durch EA in ein Free-to-Play-Modell überführt und dann Ende 2013 einfach abgeschaltet. Aber überhaupt kein Problem, denn unter neuem Namen Skylords Reborn könnt ihr das Spiel seit einigen Jahren völlig kostenlos über skylords.eu herunterladen und erhaltet obendrauf eine erweiterte und absolut aktuell gepflegte Version, welche auch heute noch massiven Support erhält. Zero K lässt sich im Grunde am allereinfachsten als Nachfolger von Total Annihilation aus dem Jahr 1997 beschreiben. Im Fan-Remake, das auf der RTS Spring Engine basiert, welche wiederum ein eigenes Video verdient, da auf dieser Engine mittlerweile unzählige kostenlose RTS-Spiele basieren, baut ihr ganz klassisch via Commander-Einheit eure Basis auf, welche wiederum auf Metall und Energie setzt und euch dann in absolute Massenschlachten überführt, welche dann auch sehr an Supreme Commander erinnern. Jedenfalls, wer Bock drauf hat, erhält hier ein physikberücksichtigendes RTS mit weit über 100 unterschiedlichen Einheiten, diversen Fraktionen, Singleplayer-Kampagne und vor allem Multiplayer mit bis zu 32 Spielern gleichzeitig. Ebenfalls auf der Spring Engine verwirklicht ist das einige Jahre jüngere BAR Beyond All Reason, welches im Kern im Prinzip auch Total Annihilation ist. Im Vergleich zu Zero K trumpft BAR mit deutlich hübscherer Grafik auf, hat dafür aber keine Singleplayer-Kampagne und mit der Armada und dem Cortex auch nur 2 Fraktionen. Wer Bock auf richtig guten Multiplayer hat, der meist weit über 1000 Einheiten gleichzeitig über den Monitor wandern lässt, der macht hier definitiv nichts falsch. Zumal natürlich auch BAR zu 100% kostenlos ist und daher definitiv einen Platz auf eurer Festplatte verdient hat. OpenRA ist streng genommen nicht einfach nur ein RTS, sondern im Grunde die Definitive Editions von Command & Conquer Tiberian Dawn, Red Alert 1 und Dune 2000, welche wir von EA nie bekommen haben. Auch wenn EA im Jahr 2020 die ersten beiden C&C-Titel als Remastered Collection neu auflegte, welche mit besserer Grafik punkteten, sind die Versionen aus OpenRA trotzdem klar die besseren Interpretationen der legendären Klassiker. Denn dank gelungenem Rebalancing und vor allem einem komplett neu gestalteten Multiplayer-Part mit bis zu 20 Spielern gleichzeitig wird hier mit der EA-Version locker der Boden aufgewischt. Seit Jahren arbeitet man hier auch an Tiberian Sun, welches aber nicht so recht in Gang kommen möchte und daher noch auf sich warten lässt.
Erwähnenswert in diesem Zug wäre aber auch, dass Tiberian Dawn, Red Alert 1 und Tiberian Sun seit einiger Zeit ebenfalls in ihren Urversionen kostenlos heruntergeladen werden können. Das aber nur zur Vollständigkeit, da diese Versionen auf aktuellen Systemen ohne weiteres nicht laufen, geschweige denn optimiert wurden. Wir bleiben bei Command & Conquer und sprechen streng genommen über kein ATS, aber auch im völlig kostenlosen Renegade X, welches wiederum auf Westwoods Renegade aus dem Jahr 2002 basiert, geht es, wenn auch als Shooter umgesetzt, um den Basenbau, das Ressourcensammeln und das Herstellen von Einheiten, um damit die Gegnerbasis zu zerstören. Renegade X erhielt im Nachgang mit Black Dawn zusätzlich eine ebenfalls völlig kostenlose Singleplayer-Kampagne und ist mit seinem Basenbau-Shooter-Mix bis heute, soweit ich weiß, einzigartig. Aktuell arbeitet man hier mit Firestorm an einer Umsetzung des Tiberian Sun Stoffes, welches ich euch aber schon in einem eigenen Video genauer vorgestellt habe. Nach ganz viel Total Annihilation und Command & Conquer Spielen gibt es aber auch das immer noch grandiose Empire Earth, komplett kostenlos und von Fans durchgemoddete und gepflegte RTS aus dem Jahr 2001 zum Herunterladen. Empire Earth erweitert das Age of Empires Konzept um viele weitere Epochen, sodass ihr im Grunde in der Steinzeit startet und euch dann durch die Weltgeschichte bis hin zur Zukunft mit Mechs und Laserwaffen behagt. Die sogenannte Neo-EE-Version ergänzt das Spiel aber auch um eine neue Multiplayer-Lobby für bis zu 10 Spieler, welche wir letztes Jahr auf der Zocker-Lounge LAN problemlos spielten und es komplett abfeierten. Zudem gibt es Ranglistenspiele, zusätzliche Community-Karten und für Singleplayer-Spieler alle jemals veröffentlichten Kampagnen out of the box. Das ist gut, Hamo. Keine Neuinterpretation, sondern ein vom Grund auf eigenes entwickeltes Spiel ist Zero AD oder Zero Anno Domini, welches sich grob an Age of Empires orientiert. Zero AD befindet sich bereits seit 2000 in Entwicklung und war ursprünglich mal als Age of Empires 2 Mod geplant, was man dann aber grob um 2003 verworfen hatte, um ein eigenes Spiel daraus zu machen. Das ATS bietet euch 13 völlig unterschiedliche altertümliche Zivilisationen zur Auswahl, welche von Athenern über Gallier bis zu Römern reichen. Im Januar 2025 konnte der Titel seine Alpha 27 erreichen und bekam in diesem Zug neben einem neuen Vulkan-Renderer, GPU-Skinning und neben neuen Schiffen auch ein verbessertes UI samt neuen Zufallskarten für den Multiplayer. Und das führt uns zum letzten Titel in dieser Liste, der mich vergangene Woche schlichtweg umgehauen hat. Zunächst mal Warzone 2100 erschien ursprünglich in der Blütezeit der Echtzeitstrategie 1999 und ging bei mir dementsprechend komplett unter. Erst jetzt wurde ich durch eure Kommentare unter meinem Video zur Earth-Serie darauf aufmerksam. 1000-mal danke dafür. Woraufhin ich direkt 10 Stunden oder mehr drin versenkt habe. Wow! Das war natürlich auch nur möglich, da auch Warzone 2100 mittlerweile ebenfalls komplett neu gebaut wurde und für jeden unter wz2100.net kostenlos zum Download angeboten wird. Das Spiel, in dem ich bisher nur die Kampagne gespielt habe, macht einiges anders, was absolut cool ist. So stellt ihr hier ganz ähnlich wie in den Earth-Titeln eure Einheiten über Fahrwerk, Rumpf und Bewaffnung selbst zusammen und spielt auf einer sich ständig erweiternden Map. Sprich,
Das, was ihr in der ersten Mission noch planlos baut, steht euch 10 Missionen später immer noch zur Verfügung, wird aber durch Updates und Erweiterungen ständig verbessert. Zudem kommt das Ganze dabei mit einem richtig knackigen Schwierigkeitsgrad um die Ecke, sodass ich's schon einmal Rage quitten musste, aber natürlich im positiven Sinne. Kennt ihr noch weitere völlig kostenlose Spiele? Dann ab in die Kommentare damit und testet die oben erwähnten ruhig mal aus. Die Spiele sind wirklich alle kostenlos, nerven euch auch nicht mit Werbung oder wollen von euch nachträglich an irgendeinem Punkt Geld von euch, damit ihr weiterspielen könnt. Und für mehr solchen Content gerne ein Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.